Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Kupplungszylinder. Den werden wir mal zerlegen, den gucken wir uns mal an und machen da mal eine Bestandsaufnahme. Kurz in eigener Sache. Ich habe seit längerer Zeit eine neue Kamera, und zwar ist es die Canon EOS M50 Mark II. Vom Schnittprogramm habe ich alles nach wie vor das gleiche und nehme jetzt eben aktuell auch mit dieser Kamera auf. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, vorher habe ich das ja mit dem Smartphone gemacht, da war alles irgendwie automatisiert und naja, hier muss man einiges einstellen. Ich habe da oftmals das Gefühl, dass das lichttechnisch und von den Einstellungen her nicht so optimal ist. Ich kann mich aber auch irren. Ich muss dazu sagen, ich habe mit solchen Kameras nicht ganz so viel Erfahrung. Das heißt, ich muss mir das alles auch selbst beischaffen und durchlesen und angucken. Gott sei Dank gibt es da auch bei YouTube viele Leute, die da sehr gute Videos drüber machen. Aber meine Frage ist an die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, also mal die ersten Videos abgesehen, aber die letzten Videos, vor den letzten 5, 6 Videos, was hat sich verändert? Hat sich was verbessert? Oder jetzt rein vom Bild her, die Tontechnik, also ich habe immer noch hier dieses Lavalier-Mikrofon und die rote Funkstrecke. Das ist das gleiche geblieben, nur kann ich da beim Ton eben jetzt ein bisschen was einstellen noch. Aber mich würde interessieren, was ihr sagt, was das Bild angeht. Ist das Bild besser geworden, ist es schlechter geworden? Eure Meinung einfach, also objektive Meinung dazu. Das wäre ganz toll, wenn ihr da eine Idee habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. In dem Video zum Zerlegen von der 1150er, also was man alles hier wegbauen muss, also Luftfilter raus, den ganzen Kram, das alles, das verlinke ich euch da oben mal. Da haben wir ja da habe ich diese Kupplungsleitung gezeigt, die total verrostet war. Das hat einen Grund, das hatte ich auch erwähnt, und heute werden wir mal uns die Leitung genauer angucken, warum das so ist, und werden uns das Innenleben von diesem Zylinder mal anschauen. Dazu gehen wir mal hier auf die Arbeitsfläche und schauen mal, wie das wird. So, das ist also der Kupplungszylinder, der hier mit 3 Schrauben im Kupplungsgehäuse festgemacht ist, nicht im Kupplungsgehäuse, im Getriebegehäuse festgemacht ist. Und hier hinten haben wir einen Sägering, ein kleines Lager. Wenn man so will, ist das, ja, man könnte sagen, es ist ein Ausrücklager oder ja, eben halt ein Lager für die Kupplungsdruckstange. Ja, die steckt hier drin. Die hat dann einen Bund und stützt sich hier oben ab. Und da drin ist wie ein Bremskolben im Prinzip ein Kolben, aber das sehen wir gleich, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der Seite kommt zwischen Kupplungszylinder und Gehäuse kommt eine Dichtung, das ist eine Papierdichtung, die sieht so aus. Also die könnt ihr, wenn ihr diese Arbeit macht, auf jeden Fall gleich auch mitbestellen, weil die geht in der Regel kaputt und kostet irgendwie ein paar Cent. So, und jetzt sehen wir hier schon diese Beschädigungen. Also an der Stelle war genau so eine Buchse oder so eine Führung, also diese Verpressung für die Leitung, wie hier, ja, also dieses Teil. Das war hier auch in der Form genauso da. Ich hatte in dem Video ja gesagt, dass da ein Haufen Rost rauskam. Also man kann das hier mal, ich mache das mal hier weiter auf, sieht man das, was da alles hier rauskommt, ne, aus dem Schlauch. Hier war eben im Prinzip diese Leitung bis über diesen Anschluss drüber. Und was passiert ist das, und das ist bei vielen so. Also ich habe schon einige gesehen, da ist, wenn man hinten reinguckt, am Hinterrad zwischen Getriebe und Luftfilterkasten mit der Taschenlampe, dann kann man den Anschluss sehen und dann kann man schon sehen, ist das verrostet oder nicht. Wenn es an der Stelle verrostet ist, ist es wahrscheinlich so, dass da das gleiche Problem vorliegt wie hier und dass man diesen Schlauch dann auch demnächst austauschen sollte. Das Problem ist, dass am
Anfang, ich versuche das mal dass am Anfang, also hier oben ist der ja, am Kupplungsgriff festgemacht und dann ist hier so ein Gummischlauch drüber gezogen worden und hier läuft Wasser rein, was sich dann wiederum an dem Schlauch hier unten drin sammelt, dann gammelt es vor sich hin und verrottet. So lange, bis es irgendwann undicht wird und dann ist eure Kupplung weg. Das ist kein sicherheitsrelevantes Teil, aber naja, wer will schon gerne ohne Kupplung fahren, außer die Leute, die viel lieber ohne Kupplung fahren, weil es besser zu schalten geht. Noch am Rande, dieser kleine Wellendichtring ist der Dichtring, der im Getriebegehäuse sitzt und die Welle dort nach außen zum Kupplungsnehmer eben abdichtet. Die ist bei mir auch hin und den mache ich einfach neu, ganz klar. Das ist eigentlich auch mein Rat soweit. Ja? Also wenn man schon alles auseinander nimmt, dann ist es eigentlich ratsam, diese Wellendichtringe wieder zu machen oder neu zu machen. Nur weil ein Wellendichtring jetzt gerade noch trocken ist, heißt das nicht, dass er das auch noch in 2 Monaten ist oder in einem Monat. Das heißt, diese Dinge, so ein Wellendichtring kostet so zwischen, sagen wir mal, 5 und grob gesagt 20 Euro. Dann tauscht man die eben letztendlich alle halt aus. Dann ist man auf der sicheren Seite für die Zukunft. Aber das nur am Rande. Die Leitung ist also hin. Wir können da gerne mal weiter reingucken. Ja, hier oben ist es in Ordnung, aber hier unten sieht man schon, wie weit dieses Rostzeug hier gegangen ist. Im oberen Bereich, wie gesagt, ist die Leitung gut, aber bringt uns nichts, weil die halt einfach in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Okay. Ich mache jetzt mal diese Leitung ab, weil die geht mir nämlich auf die Nerven, dass die ganze Zeit da rumhängt und versifft mir hier alles mit Wachsflüssigkeit. Die mal raus. Ich habe im Übrigen schon eine neue Leitung, die habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, weil ich auch schon vor längerem gesehen habe, dass hier die Leitung verrostet ist. Und ich habe dort eine Leitung von Spiegler genommen. Das ist auch eine Stahlflexleitung in Schwarz, ganz normal. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet hat, keine Ahnung. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Da war mal wieder so eine Aktion, wo man 20% Rabatt bekommt. Und da habe ich die im Prinzip mitgenommen. So, die andere Leitung. Ach so, im Übrigen bei der Leitung von Spiegler ist hier so eine Hülle nicht mehr außenrum. Die ist dicker wie die Originale, ja, passt aber wunderbar, ich habe die schon eingebaut. Ist perfekt, also im Durchmesser, im Kabelbinder werden die an einer Stelle festgemacht. Ansonsten liegt die ohnehin frei. Da gibt es das Gummi nicht. Hier gibt es dieses Gummi. Ich überlege das auch hier wegzumachen. Aber hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser reinläuft, naja gut, kann auch passieren. Ja? Also wenn das hier hinten so drauf steckt und dieses Teil ist ja oben am Rahmen befestigt, ja, dann könnte es sein, dass hier Wasser reinläuft, sich hier anstaut und dann geht die Seite auch kaputt. Die Seite ist bei mir hier noch in Ordnung, außer die Schraube. Das muss ein bisschen sauber gemacht werden, alles. Ja. So. Und der ist natürlich außenrum auch verdreckt, klar, das machen wir erstmal sauber. Also man sieht es, das ist nicht alles jetzt, also da ist schon eine Unmenge an Zeug rausgefallen gewesen, an Rostpartikeln, die aus dem Schlauch gekommen sind. Ihr könnt es ganz leicht bei euch prüfen. So, dann können wir auch noch diese Schraube hier wegmachen. Es gibt hier im Übrigen beim Zusammenbauen, ich versuche das mal zu zeigen, hier eine Nase und dieser gerade Anschluss, der muss hier anschlagen. Und genauso ist es bei diesem Anschluss.
Der Anschluss geht so und hat hier im Prinzip seinen Anschlag. Ja. Sodass, wenn ihr das zudreht, ne, also wenn wir das jetzt mal aufmachen, so, wenn ihr das zudreht, dann stützt sich im Prinzip hier diese Hülle außen, ja, dieses Teil, stützt sich an dem Anschlag an und ihr könnt es eben mit dem jeweiligen Drehmoment anziehen. So, wir machen die Leitung auch mal weg. Beim Wiederzusammenbau neue Dichtungen oder auch die alten, wenn die noch in Ordnung sind, ist das gar kein Problem. So, noch als kurze Information. Die meisten haben hier in diesem Anschluss, also das ist der Entlüftungsschlauch, haben in diesem Anschluss so eine Madenschraube drin, eine Inbus-Madenschraube. Da könnt ihr dann auch nicht entlüften. Da müsst ihr euch vorher, bevor ihr das macht, entweder hier so einen Stahlbus-Nippel kaufen, also so ein Stahlbus-Entlüftungsventil. Ja, so. Wenn man die Kappe abmacht, sieht das Ganze dann so aus. Oder eben einen ganz normalen Entlüfternippel. Den könnt ihr euch auch beim BMW bestellen. Gibt es da so einen konventionellen, kurzen Entlüfternippel. Der muss dann da rein und erst dann könnt ihr auch die Kupplung entlüften. Beziehungsweise neu befüllen, weil wenn ihr das alles zerlegt und rausmacht, wenn der in Ordnung ist, braucht ihr das natürlich nicht machen. Dann lasst ihr das drin. Aber im Zuge dieser ganzen Arbeit kann man durchaus mal die Bremsflüssigkeit, die da drin ist, erneuern und dann müsst ihr das hier haben. Zur Information, bei den 1150ern, 1100ern, da haben wir hier Bremsflüssigkeit drin, dort 4. Bei den neueren Modellen ist es so, dass da keine Bremsflüssigkeit mehr drin ist. Da sind dann so Spezialhydrauliköle, die sich da hat BMW einfallen lassen, sinnigerweise. Man muss ja öfter mal was Neues machen. Ne? Hier kommt jetzt der ganze Rest raus. Ich hole mal einen Lappen. Zu dem Thema Bremsflüssigkeit will ich gar nicht so viel sagen. Nur, dass Bremsflüssigkeit auf lackierten Flächen relativ aggressiv ist und Lack anlösen kann, Kunststoffe beschädigen kann und so weiter und so fort. Das ist aber so das Allgemeine, was eigentlich jeder von euch kennen sollte. Der Rest ist jetzt hier raus und natürlich ist es so, wenn die Kupplungsflüssigkeit oder die Bremsflüssigkeit, die im Kupplungssystem ist, schon auch alt ist, dann kann die natürlich auch dunkler werden und muss eben halt irgendwann erneuert werden. Also auch wenn das nicht so wichtig ist wie bei der Bremse, aber es gehört ganz einfach gemacht. Hätte der liebe Gott gewollt, dass da nur einmal eine Füllung reinkommt, hätte da gar kein Entlüfterding dran gemacht. Ja, also kann man das durchaus machen. So, wenn ich jetzt hier reindrücke, dann ist das mit einer Feder, ne? Da ist eine Feder drin. Da kommt ja noch mehr Bremsflüssigkeit, ist ja klasse. Das ist wirklich unfassbar. Und hier außenrum haben wir einen Sägering drin. Und dann kann man hier mal drauf drücken. So. Dann haben wir hier die ganzen Teile. Aber ich hoffe, dass man das jetzt gesehen hat. So, und da kann man jetzt natürlich nicht so sehr viel sehen. Aber wenn wir da jetzt mit dem Lappen reingehen, sieht man auch schon ein bisschen Ablagerungen. Ne? Dann haben wir hier so eine Feder. Die hat schon relativ ordentlich Druck. Wir haben den Sägering. An dem Gehäuse ist ansonsten nichts mehr dran. Ja, also innen ist nichts mehr. Das sind einfach auch 2 Bohrungen, die gehen hier durch. Ist nichts Weltbewegendes. Und hier haben wir also den Zylinder. Ja, so sieht er aus. Der hat da eine Gummilippe.
Das ist eine Gummilippe. Und dann eben Führungen. Ich habe geguckt, es gibt diesen Kolben, den gibt es zu kaufen. Es gibt aber nicht die Dichtung. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden. Wenn einer von euch da mehr weiß, darf er das gerne erzählen. Weil hier ist jetzt zum Beispiel der Kolben ist in Ordnung und das Lager ist auch in Ordnung, was hier oben drin ist. Ja, also das dreht einwandfrei, da ist kein Verschleiß da. Es gibt hier auch keine Einlaufspuren und so wie ich das jetzt hier auch sehe, ist es so, dass das Gummi auch in Ordnung ist. Also bevor ich was Falsches natürlich erzähle, es ist so, dass ich natürlich Gummis gefunden habe, wenn man nach diesem Kolben sucht. Aber ich habe nicht probiert, ob die auch tatsächlich passen. Ich hatte irgendwo bei eBay, glaube ich, so ein blaues Gummi gefunden, also so für Hydraulikanlagen. Getestet habe ich das nicht. Also, aber bei BMW oder bei Lebmann gibt es eben zu dem Kolben gibt es das nicht. Ja. Ja. Und der ganze Zylinder hier, der kostet 150 Euro. So. Ich mache das alles sauber und dann kann man den im Prinzip wieder zusammenbauen. Das ist im Übrigen ein Kupplungszylinder von Magura und die beiden Löcher, das wollte ich nochmal zeigen, die beiden Anschlüsse, dass man das sieht, dass das nichts Weltbewegendes ist. Es sind einfach nur 2 Löcher drin, mehr nicht, fertig. Bremsenreiniger. Bremsenreiniger ist super. Ich finde ihn richtig klasse, obwohl er sehr teuer ist. Ich habe früher immer so Sprühdosen verwendet und mittlerweile habe ich hier so eine Kanne, die man mit Druck beaufschlagt. Und dann hat man ein großes Behältnis, 10 Liter oder 20 Liter, wo sich das immer reinfüllt, weil einfach die Dosen, das ist eine unendliche Müllproduktion und die kosten auch ein Heidengeld, also irgendwie 400 Milliliter für 4 Euro oder so irgendwas. Also wer viel damit arbeitet, der sollte von diesen Dosen einfach weggehen. Bremsenreiniger ist aber nicht für alle Sachen geeignet. Auch wenn er Bremsenreiniger heißt, heißt es nicht, dass er für alles an der Bremse gut geeignet ist. Diese Dichtungen hier, die halten den Bremsenreiniger wohl kurze Zeit schon aus. Es kann auch sein, dass sie länger aushalten. Aber ich mache solche Sachen, solche Gummidichtungen, gerade in Bremskolben oder jetzt hier wie bei dem Kupplungszylinder, nicht mit Bremsenreiniger sauber. Weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass die Lösemittel, die im Bremsenreiniger drin sind, einfach dieses Material angreifen und über lange Sicht früher aushärten lassen oder rissig werden lassen. Also das muss nicht sofort kaputt gehen, aber dieser Prozess kann dadurch beschleunigt werden. Das gleiche gilt bei Bremsen. Also wenn man Dichtringe bei Bremsen zum Beispiel bei Bremskolben sauber macht, Bremsenreiniger ist etwas ungeeignet. Also Wasser, da Bremsflüssigkeit ja wasserlöslich ist gar kein Problem. Und danach eben ein bisschen mit Druckluft trocken machen das Ganze. Ich habe das hier jetzt auch mit Wasser sauber gemacht, soweit, ja, dass diese Verschmutzungen eben weg sind. Man muss ein bisschen aufpassen wegen dem Lager. Ja. Dass da kein Dreck reinkommt, dass das einwandfrei sich dreht. Aber den Rest hier natürlich klar. Also so ein Gehäuse kann man mit Bremsenreiniger sauber machen. Man kann dafür auch mal so eine Messingbürste zum Beispiel nehmen, ja, dass man diese Verkrustungen wegbekommt. Das kann man machen und das Ganze dann später im Prinzip mit Bremsenreiniger wieder sauber machen. Innen drin ausspülen und am besten mit einem Tuch, mit dem fusselfreien Tuch sauber machen und trocken machen. Gleiches gilt für die Feder und die Schrauben und den Sägering. Das kann man alles mit Bremsenreiniger machen, nur hier eben mit Wasser. Wie bauen wir das ganze Ding wieder zusammen? Es gibt hier so ganz wunderbare Bremszylinderpaste von ATE. Die gibt es auch in kleineren Tuben.
oder Döschen, ganz egal. Die nimmt man dafür. Bei der Feder braucht man nichts zu machen. Die Feder kommt gereinigt und trocken da rein. Die stützt sich hier innen drin ganz normal ab. Die hat da unten so einen Raum. Und hier oben ist so ein Sockel. Ne? Und der Sockel, der nimmt letztendlich hier oben die Feder auf, dass die nicht zur Seite rutscht bei der Länge. So, und jetzt ist es aber so, dass ja hier oben der Sägering reingeht normalerweise. Das heißt, wir haben hier oben drin eine Kante. Wenn wir jetzt den Kolben, und wir gucken uns den noch mal ein bisschen in nahem an, ich mache auch noch mal ein Bild davon, anschaut, dann sieht man, dass die Gummidichtung natürlich, logischerweise, nach außen gedrückt ist, weil die muss ja letztendlich dafür sorgen, wenn die Bremsflüssigkeit von hinten drückt, ja, dass die an die Wand gedrückt wird, auseinandergeht und den ganzen Kolben auch dicht macht. Sonst würde da ja die Bremsflüssigkeit rausdrücken. Das gleiche Prinzip wie bei einem Bremskolben an der Handbremspumpe oder Fußbremspumpe ist genau dasselbe. So, jetzt ist aber das Problem, wenn wir das hier reinsetzen, dann müssen wir über diese Kante drüber kommen und da kann es passieren, muss nicht, aber kann, dass das Gummi hier beim Einsetzen eben beschädigt wird. Ja, so. Und genau dafür nehmen wir so ein bisschen, also nicht viel, Bremszylinderpaste, gerade so ein bisschen hier, ja, so. Gerade so ein kleines Kleckschen. Dann machen wir hier oben die Kante. Und wir streichen hier den Kolben ein. So. Dann können wir die Feder hier einsetzen. Den Kolben hier draufsetzen. Und das Ganze vorsichtig nach unten drücken. Ich versuche das jetzt mal so zu zeigen. So. Ja, so ist der jetzt einwandfrei hier reingegangen. Ja. Normalerweise machen wir das natürlich so, dass wir das mit einer Hand hier reindrücken. So. Uns vorher schon den Sägering da oben auflegen, weil den kriegen wir jetzt natürlich hier nicht mehr durch, klar. Und dann können wir mit der Zange den Sägering nehmen und können ihn da oben in die Nut einsetzen. Ja, so. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Und dann in der Folge haben wir die beiden kleinen Schrauben. Die bekommen natürlich wieder, ja, entweder neue Dichtungen oder die alten, je nachdem wie die aussehen. Wenn die das erste Mal draußen waren in dem Fahrzeug, dann kann man die auch wiederverwenden. Also man muss da nicht päpstlicher sein als der Papst, um wegen so einer Dichtung da loszurennen. Weil diese Dichtungen, die hier drunter sind, so Alu- oder Messingdichtungen, die nicht Messing-Kupferdichtungen, die sind kleiner wie für die Hohlschrauben an den Bremsanlagen. Und bei der Spieglerleitung waren da natürlich welche dabei, aber eben halt auch nur für die Zugangsleitung. Ja, für die Entlüftungsleitung hier, für diese Leitung, da waren die nicht dabei. Klar, da muss man sie wiederverwenden oder man hat halt einfach noch solche. Und dann wird diese Kupplungsanlage einfach entlüftet. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch angucken, verlinke ich euch oben in der Video, hier oben verlinke ich euch das. Okay. So, dann versuchen wir das Ganze mal hier zusammen zu machen. Feder hier rein. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Genau so sieht es dann wieder aus. Ne? Also gar kein Problem. Kolben, den Ring aufsetzen und dann letztendlich den Ring reinsetzen. Und darauf achten, dass natürlich der Sägering richtig in der Nut drin sitzt, ja, dass der nirgendwo rausrutschen kann. Ja, noch als kleinen Nachtrag. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, hier ist dieses Lager drin. Und dieses Lager ist hier in diesem Kolben wohl eingepresst. Ich habe das noch nie versucht rauszumachen, aber ich könnte mir vorstellen,
dass das kaputt geht, wenn es rausgemacht wird. Oder man es nicht mehr reinbekommt. Also deswegen, da ihr das Lager sowieso nicht einzeln kriegt, besser nicht rausmachen. Dieses Lager ist aber geschmiert. Hier steckt im Prinzip so die Kupplungsdruckstange drin. Ja. Ich habe jetzt keine hier, weil die noch eingebaut ist. Und da unten drin, in diesem Sockel, wo sich die Kupplungsdruckstange abstützt, da unten ist so ein liegendes Kugellager drin, so ein Ring, dass ich das drehen kann. Das heißt, wenn ihr hier Druck drauf gebt und die Kupplung löst, dann muss das eben hier beweglich sein und muss natürlich auch ein Lager, muss geschmiert sein. Da gibt es gar nichts. Also da ist auch Fett drin. Und wie kann man das jetzt aber schmieren? Und zwar gibt es da so kleine Fettpressen, so Handfettpressen. Und ich nehme dafür hier so eine Scheibe, die mache ich hier drauf, eine Gummischeibe. Also da ist hier so ein kleines Loch drin, ist klar, da kommt dann hier vorne, kann man das sehen, Fett raus, genau. Stecke ich das hier rein, die Gummischeibe discht das jetzt ab, ich drücke hier die ganze Fettpresse drauf. So. Was ist jetzt passiert? Die Dichtungsscheibe, die hat verhindert, dass das Fett zwischen Presse und dieser Lagefläche rauskommt und hat jetzt erstmal das alte Fett, ne, man sieht das, kann das sehen, das ist normal blau, so wie da, und das ist ziemlich schwarz, hat das alte Fett rausgedrückt und neues nachgedrückt. Wir können das nochmal wiederholen. Also die Scheibe, die soll einfach abdichten zwischen dem Sockel von der Fettpresse und der Anlauffläche von der Kupplungsdruckstange da rein, mit Druck dagegen, also gegen das Gehäuse, und dann hier hinten drücken und fertig. So. Und jetzt haben wir hier nur noch neues Fett. Und das neue Fett hier außenrum, das machen wir restlos weg. Dann ist dieses Lager einmal sauber, da ist kein Dreck mehr drin, weil den haben wir mit rausgedrückt. Und das zweite, das Lager ist wieder geschmiert. Weil es da hinten ja auch warm wird, sollte man natürlich da keine Vaseline nehmen oder so irgendwas, sondern schon ein Fett, was auch eine gewisse Temperatur aushält. Ich habe hier in der kleinen Fettpresse Wälzlagerfett drin, und das Wälzlagerfett, das ist minus 40 bis plus 150 Grad, hält es aus, und das ist dafür eigentlich schon geeignet. Und dann ist das hier wieder wunderbar, dieses Lager, und geht nicht kaputt. Ja, das war der Nachtrag. Ja Leute, das war es eigentlich schon zu dem Kupplungszylinder. Keine große Sache. Mein Tipp ist der, wenn ihr das sowieso alles schon auseinander habt, dann macht den einfach auch auseinander. Das ist eine Arbeit von 20 Minuten, halbe Stunde. Man braucht nicht viel Werkzeug. Man braucht hier so eine Sägeringezange. Ob die jetzt Feder hat oder nicht Feder hat, also die hier, der fehlt schon die Feder letztendlich. Ja gut, aber die funktioniert. Ihr braucht für diese Sache ein 4er Imbus, eine kleine Ratsch, oder es reicht auch ein Imbusschlüssel, so einen abgewinkelten, ein bisschen Bremsenreiniger, ja, und eben halt so eine Bremszylinderpaste. Wenn ihr die nicht habt, könntet ihr natürlich auch das Ganze einsetzen mit frischer Bremsflüssigkeit. Das würde eigentlich auch gehen. Einfach mal so einen Tropfen drauf verteilen, außenrum, dass das ein bisschen flutschig ist, und dann könnt ihr den da auch reindrücken. Ja, aber die Bremszylinderpaste ist natürlich insofern ganz gut, weil sie das Gummi auch nochmal schützt und. Also ja, gut. Das muss jeder für sich selber wissen.
Am Anfang hatte ich schon gesagt, die Dichtung ist klar, kostet ein paar Cent, die wird erneuert, dass da eben halt von außen kein Wasser reinläuft in dieses Ding und es da drin eben zusammengammelt. Das war's schon. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.